In diesem Tutorial geht es um die Einrichtung von Typemill. Wir werden das System einrichten, wir werden die Themes einrichten und wir werden auch ein Plugin installieren. Wir gehen erstmal auf die Login-Seite. Die Login-Seite erreicht man unter /tmlogin. Dann kommen wir zum Startscreen, melden uns einfach an und bei Typemill wird man nach der Anmeldung direkt zum Inhaltsbereich umgeleitet. Wir wollen jetzt aber zu den Settings gehen. Hier kann man zunächst mal allgemeine Systemeinstellungen vornehmen, einmal einen Website-Titel, einen globalen Autor, die Lizenz, das Startjahr des Publishings. Dann kann man auswählen die Sprache des Administrationsbereichs, zumindest die Sprachen, die da sind. Und wir können der Webseite selber, also dem Frontend, ein Language-Attribut geben. In diesem Fall nehmen wir DE für Deutsch. Außerdem gibt es noch eine Google Sitemap standardmäßig, die für SEO relevant ist. Danach gibt es ein Feld, das heißt General Presentation, eine Sektion. Dort kann man zum Beispiel ein Logo hochladen oder auch ein Favicon. Das machen wir jetzt nicht. Man kann auch Headline Anchors aktivieren. Das geht allerdings nur, sofern das Theme das unterstützt. Das werden wir uns kurz mal im Frontend angucken, wie das aussieht. Und zwar gehen wir kurz auf eine Inhaltsseite und man sieht hier einen Link, der dann neben der URL erscheint. Wenn man draufklickt, gelangt man zur URL und so kann man Deep Links auf seine Seite setzen. Darunter gibt es eine Sektion, die heißt Writing. Dort kann man den Editor auswählen. Dazu wird es ein separates Tutorial natürlich geben. Man kann einen Markdown-Editor und einen Visual-Editor auswählen. Dazu kann man beim Visual Editor auch die einzelnen Content-Elemente auswählen. Das werden wir aber später noch sehen. Darunter haben wir noch einen Punkt Access Control. Dort kann man den Zugriff auf Seiten relativ fein granular steuern. Dazu wird es auch nochmal ein separates Tutorial geben, wenn es um die Einrichtung von Communities gibt und Memberships geht. Vorab ganz kurz, dieser erste Punkt, Website Restriction, mit diesem Punkt kann man die komplette Website schließen. Das heißt, man kommt nur noch als authentifizierter User drauf. Das ist in verschiedenen Szenarien nützlich. Unter anderem, wenn man eine Seite aufbauen will, kann man die Seite hier mit schließen, die Seite aufbauen und anschließend den Haken wieder rausnehmen und dann ist die Webseite quasi gelauncht. Darunter haben wir Entwicklereinstellungen, die sind für uns nicht relevant, dürften auch nur relevant sein, wenn man selber Entwickler ist oder sehr tief im Detail steckt. Beispielsweise kann man hier Typemill auch über ein Proxy laufen lassen, wie es in vielen Unternehmen üblich ist. Soweit erstmal die Einstellungen, dann gucken wir uns mal die Themes an. Die erreicht man unter diesem Navigationspunkt Themes und dort sehen wir das Standard-Theme, das heißt Cyanin. Man kann auch andere Themes installieren, dafür gibt es hier oben den Button Theme Store, den können wir uns mal kurz angucken. Das ist natürlich nicht wirklich ein Store, sondern einfach nur ein Directory, denn alle Themes bei Typemill sind kostenfrei. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist einen Support-Button dahinter schreiben mit einem Betrag, den man für fair hält, für den Aufwand, der in diesen Themes steckt. Schauen wir uns mal das Standard-Theme an. Das Standard-Theme kann man relativ fein granular einstellen. Es gibt viele Settings. Das ist allerdings von Theme zu Theme unterschiedlich. Es gibt Themes, die haben weniger Settings. Es gibt Themes, die haben überhaupt keine Settings und Cyanin hat eben sehr viele Settings. Was man hier einstellen kann, sind beispielsweise die unterschiedlichen Segmente für die Landingpage. Da gibt es, glaube ich, 5 oder 6. Die werden wir uns jetzt aber nicht im Detail anschauen. Was man auch noch machen kann, sind den Footer einrichten und vor allen Dingen kann man unterschiedliche Schriftfamilien auswählen. Man kann die Farben komplett auswählen. Man kann also auch ein Dark Theme beispielsweise machen, ohne dass man irgendwelches zusätzliche CSS braucht. Für alle Themes kann man aber eben unten in diesem Standardfeld auch eigenes CSS reinschreiben. Das wollen wir jetzt nicht machen, sondern wir wollen ja einfach mal ganz kurz ein paar textliche Änderungen vornehmen. Das heißt, der Startscreen, da möchte ich was anderes reinschreiben, und zwar einfach Typemill, dann Demo, Installation und
und Tutorial. Unter dem Button würde ich einen Link setzen, und zwar zu einer Registrierfunktion. Diese Registrierfunktion existiert aktuell noch nicht. Wir werden aber in einem späteren Tutorial lernen, wie man über ein Plugin so eine Registrierfunktion für Typemill einrichten kann. So, dann speichern wir das Ganze unten und schauen uns das kurz mal auf der Seite an. Und hier sieht man jetzt einen Button und die neuen Texte. Ich werde die Startseite jetzt mal komplett einrichten mit allen Segmenten und dann schauen wir uns das Ganze an. So, ich habe die Zeit jetzt mal genutzt und diese Webseite eingerichtet. Nur grob, einfach ein paar Texte geändert, einen kleinen Infotext reingebaut, die Tutorial-Übersicht, also das Inhaltsverzeichnis haben wir hier. Ich habe noch so einen kleinen Teaser eingebaut mit dem professionellen Service. Und das war's. Da kann man natürlich noch einiges mehr machen. Wie gesagt, man kann die Farben ändern und so weiter und so fort. Wollen wir jetzt alles nicht machen. Wir lassen es ganz einfach. Das war das Thema Themes. Im nächsten Schritt schauen wir uns mal die Plugins an. Das findet man unter diesem Navigationspunkt Plugins. Da sind im Moment noch überhaupt gar keine Plugins installiert. Und wir wollen jetzt einfach mal ein Plugin installieren. Dazu gehen wir wieder auf den Plugin Store. Ist ähnlich wie schon beim Theme Store. Das ist einfach nur ein Verzeichnis von Plugins. Alle sind kostenfrei, mit der Bitte eben die Weiterentwicklung über eine Donation zu unterstützen. Wir haben das Thema E-Book Publishing bzw. Publishing generell. Deswegen werden wir jetzt hier dieses E-Book Plugin mal herunterladen. Einfach auf Download klicken. Auch dann öffnet sich wie immer einfach nur ein ZIP-File, den man herunterladen kann. Dieses ZIP-File würde ich jetzt erstmal lokal in meinen Ordner legen. Da würde ich dieses ZIP-File dann einfach extrahieren. Und anschließend würde ich einfach die Inhalte des Plugins, diesen E-Book-Folder, hochladen in mein Verzeichnis. Das ist dieser Folder. Und den lade ich einfach auf meinem Server in das Plugin-Verzeichnis hoch. So, das war's. Und danach kann ich einfach diese Plugin-Seite bei mir in der Typemill-Installation einmal aktualisieren und dann sieht man, wird das Plugin sofort gelistet. Und ich kann das Plugin hier aktivieren. Außerdem gibt es bei diesem Plugin noch Settings. Das sind allerdings nicht viele Settings. Andere Plugins haben deutlich mehr Settings, ähnlich wie bei den Themes. Und zwar habe ich hier eine Auswahl. Ich kann das E-Book als Administrator nutzen oder ich kann das E-Book auch in Pages nutzen. Ich klicke einfach mal beides an, klicke unten auf Save und jetzt sehen wir hier an dieser Stelle bereits einen neuen Navigationspunkt, E-Books. Das werden wir uns in einem weiteren Tutorial sehr genau angucken, was da passiert. Und damit sind wir fast auch schon fertig. Es gibt nur noch zwei weitere Punkte. Das ist einmal der Punkt Account. Dort kann ich meinen eigenen Nutzer bearbeiten mit den unterschiedlichsten Angaben. Ich kann zum Beispiel auch eine andere Rolle vergeben. Auch zu diesen Rollen werden wir ein weiteres Tutorial haben, wenn es um das Thema Rechte geht. Und ich habe eine Liste aller Nutzer. Dort gibt es im Moment nur diesen einen Nutzer. Ich kann aber beliebig viele andere Nutzer erstellen und eben auch andere Nutzer mit unterschiedlichen Rollen erstellen. Das war es schon, was man wissen muss über die Systemeinrichtung und über die Einrichtung von Themes und Plugins für Typemill.